Ansgar, ist das wahr? Sebastian ist neuer Finanzchef. Ja, ist er. Wieso weiß ich nichts davon? Muss ich vergessen haben. Hey, Moment mal. Was soll das denn? Du musst dich mit den Änderungen beeilen. Aber dann komme ich zu spät. Wenn ich mich beeile, schaffe ich es vielleicht noch zum Jawort. Ich kann dich fahren, wenn du willst. Du benutzt mich als Trostpflaster, dann kannst du dich auch von mir ein bisschen fahren lassen. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Bisher hatte ich nur 3 Cousinen. Jetzt habe ich auch noch einen Cousin. Und oh Gott, ich bin so froh, dass Victoria die OP gut überstanden hat. Sag mal, bringst du deine Freude mal so zum Ausdruck? Sag bitte ja, ich gebe dir ganz, ganz viele Gründe, dich zu freuen. Zeig mal. Was damit? Ey, das ist mein Telefon. Was klingelt? Ach, das ist vielleicht meine Familie aus dem Krankenhaus. Bitte. Ja, hallo? Ich hoffe, du rennst gerade zu LCL. Juri. Wo bleibst du? Du, es gab hier es gab hier 2 Notfälle. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären am Telefon. Ja, ich will nichts hören. Ich will dich beim Fitting. Da halt ich. Okay, du, ich bin in, hallo? Das war... Juri. Der Typ hat ein Timing. Du, ich muss jetzt echt los zur Arbeit. Habe ich heute ganz schön für Aufregung gesorgt, was? Hauptsache, es ist alles überstanden. Und der Kleine ist gesund und munter. Also das mit dem Timing, das werde ich ihm noch in 20 Jahren aufs Butterbrot schmieren. Er wollte halt ein bisschen schneller bei uns sein. Sag mal, aber dir und Jessica habe ich ja wohl gründlich den Tag verdorben, was? Braucht ihr jetzt lange, bis ihr wieder einen Termin auf dem Standesamt bekommt? Ach, der darüber keinen Kopf. Hey, ich habe jetzt einen kleinen Bruder. Und was für einen süßen Knirps. Oh, das schicke ich Kim. Wenn sie auch auf den Malediven weiß, dass sie offiziell als Zwerg abgelöst ist. Dann schreibe ich aber auch gleich, wie ihr kleiner Bruder heißt. Er heißt nämlich Tommy. Sag mal, findest du nicht, dass wir die Schwester rufen sollten? Er ist so unruhig. Jetzt geht das schon wieder los. War damals bei euch nicht anders. Da hat sie die ganze Babystation verrückt gemacht. Aus Angst, euch könnte irgendetwas fehlen. Ach komm, Thomas, jetzt mach dich nicht lustig. Mache ich ja gar nicht. Aber vielleicht ist das einfach ein bisschen viel Trubel hier. Hm? Keine Angst, mein Kleiner. Eigentlich lässt es sich mit den Wölfen ganz gut aushalten. Ich glaube, es ist besser, ihr geht jetzt. Okay. Guck Mama und der Kleine ein bisschen Ruhe. Erhol dich gut, Mama. Tschüss. Tschüss, Mama. Siehst du? Jetzt schläft er. Du hast dir also ganz umsonst Sorgen gemacht. Dir ist es aber nicht plötzlich kalt geworden, oder? Vorhin war es noch heiß und draußen ist es Hochsommer. Ja, Hochsommer und verdammt hell. Das war es vorhin schon. Das bedeutet, dass da drunter nichts ist, was ich nicht schon gesehen hätte und mich total angemacht hat. Trotzdem. Ich meine das ernst. Ich finde dich sexy.
Was ist das? Wonach sieht's denn aus? Keine Ahnung, ist witzig. Selber gemacht? Nicht nur sexy, sondern auch talentiert. Gott. Kannst du nicht anklopfen? Seit wann bist du dermaßen schreckhaft? Lass mich mal nachdenken. Vielleicht seit Vincent Berg 90 Millionen von mir will und mich mit einem Killer bedroht? Dann habe ich gute Nachrichten. Was denn? Hast du einen Investor für dieses Pipeline-Projekt gefunden, der meine Anteile übernimmt? Nein, träum weiter. Aber ich habe ein Exklusivinterview mit der Markt Europa für uns klargemacht. Toll. Was nützt mir ein Exklusivinterview in diesem Börsenkäseblatt? Sehr viel, denn wir bekommen die Titelseite. Anlässlich unserer Verlobung und baldigen Hochzeit wollen die uns als das neue Powerpaar der Geschäftswelt featuren. Sag mal, Tanja, ist du immer noch nicht genug? Die Klatschpresse war doch schon hier, als ich dir diesen hässlichen Klunker an die Kralle gesteckt habe. Also, bei deiner miesen Erpressung konnte ich mich nicht wehren. Aber noch so eine Publicity-Farce mache ich auf keinen Fall mit. Erpressung. Also, soweit ich mich erinnern kann, hast du meine 2 Millionen liebend gerne genommen, um Berg ruhig zu stellen. Alles klar. Du brauchst jemanden, der mit 90 Millionen für dich in dieses Pipeline-Projekt einsteigt. Und das kriegen wir am ehesten hin, wenn wir dein Image als erfahrenen Geschäftsmann mit goldenem Näschen ein bisschen aufpolieren. Ja. Vor allem wäre all das nicht nötig gewesen, wenn dein dämlicher Ex nicht 100 Millionen ans Finanzamt überwiesen hätte. Zur Schuldentilgung und als Vorauszahlung. Was für ein Schwachsinn. Jetzt sollte die Markt Europa ihn lieber auf die Titelseite nehmen. Business-Trottel des Jahres. Nein, wir lassen Sebastian außen vor. Wie willst du eigentlich verhindern, dass er bei unserer tollen Home-Story nicht dazwischenfunkt und die ganze Geschichte um seine Version bereichert? Ich habe mich erkundigt. Er hat heute jede Menge Termine. Hey, Dana. Wie geht's Victoria und dem Kleinen? Alles gut? Ja, alles gut. Tommy ist zwar noch echt winzig mit seinen knapp 8 Monaten. Tommy? Ja, süß, oder? Er muss leider noch im Wärmebettchen liegen, aber es wird schon alles gut. Ich würde echt am liebsten zu Victoria, aber ich muss nun wirklich noch arbeiten. Sie ist eh noch total erschöpft und braucht ihre Ruhe. Papa hat uns gerade alle rausgeschmissen. Aber hier sieht's gar nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Die Einbrecher haben ganz schön rumgewütet. Aber wir haben Fotos gemacht für die Versicherung und natürlich haben wir aufgeräumt, erst nachdem die Polizei es aufgenommen hat. Wir? Du und Sascha? Ja. Ich weiß echt nicht, was ich heute ohne ihn gemacht hätte. Das heißt, der Typ sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch noch hilfsbereit. Das sind ja nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Kriegt da jemand rote Ohren? Kann das sein, dass sie hier nicht nur aufgeräumt hat? Echt jetzt? Kein Kommentar. Wie war's? War richtig gut, ne? Bis später. War richtig gut. Sie haben sich erstaunlich schnell erholt, wenn man bedenkt, wie es noch vor ein paar Stunden um sie stand. Sehen Sie da drüben die beiden Männer? Die wären ohne mich aufgeschmissen. Also da stirbt es sich nicht so schnell. Außerdem haut mich so schnell nichts um. Eine robuste Konstitution ist ein Geschenk, aber man sollte sie auch nicht überbeanspruchen. Meine Rede. Ich hatte nur positiven Stress. Eine unserer Töchter wollte heute heiraten. Na, von der Dienstreise nach Hamburg mal ganz abgesehen. Aber da habe ich einen Preis bekommen. Außerdem war ich doch vorher noch mal bei Ihnen und habe mich durchchecken lassen. Oder meinen Sie, das lag an mir? Naja, Spekulationen bringen uns ja jetzt nicht weiter. Tommy ist gesund, das ist das Wichtigste. Ja, das stimmt. Trotzdem kann ich mich nur noch mal wiederholen. Lassen Sie es langsam angehen und schonen Sie sich noch.
Da werde ich schon drauf aufpassen. Wissen Sie, was Sie jetzt angerichtet haben? Jetzt werde ich die nächsten 2 Jahre ans Sofa gefesselt und rundum betüttelt werden. Ja, genießen Sie es einfach. Hm? Da hörst du's. Hey, schieß mal auf. Ja, super. Hier Sie könnten mir noch Hey, es tut mir total leid, dass ich so spät bin. Es war echt die Hölle los. Die Zeremonie musste eigentlich abgesagt werden, weil... Ist ja auch egal, muss gar nicht wissen. Der Fotograf ist verdammt sauer. Und ich würde gerne... Wo sind die Jacke, bitte? Schön. Woher weißt du das? Ich beleg doch einen neuen Kurs. Hellsehen. Montags, 18 Uhr. Quatsch, ich habe doch das Fitting selber geschrieben, also die Liste. Also würde ich vorschlagen, dass... Nicht reden, arbeiten. Moment, warte mal. Irgendwas ist anders. Du siehst verdammt gut aus. Ehrlich? Danke. Ich konnte Tanja noch nie einen Wunsch abschlagen. Erstaunlich, dass Sie sich überhaupt jemals haben scheiden lassen. Und Sie waren doch bis vor wenigen Wochen noch mit Sebastian von Lahnstein verheiratet. Ja. Wissen Sie, manchmal muss man in die Irre laufen, um zu entdecken, zu wem man wirklich gehört. Steht denn schon ein Hochzeitstermin fest? Ja. Nein. Also nicht der direkte Termin, aber wir sind uns natürlich einig, dass wir so schnell wie möglich wieder heiraten wollen. Ja, zumal wir noch Großes vorhaben. Also mit Tanja an meiner Seite werden wir den Konzern wieder ganz an die Spitze führen. Der Konzern ist ja gerade in den letzten Monaten finanziell sehr in Schieflage geraten. Natürlich ist die Bankenkrise nicht spurlos an uns vorübergegangen, aber als Geschäftsführerin von LCL konnte ich die ganze Zeit satte Gewinne einfahren und den Konzern damit stützen. Gräfin Lahnstein, haben Sie als Chefdesignerin von LCL dieser Schilderung etwas hinzuzufügen? Nein, ich bin genauso gespannt wie Sie, was Tanja ihren Lesern noch alles zu sagen hat. Danke, Rebecca, dass du mein Engagement so zu würdigen weißt. Aber das hast du doch verdient, Schatz. Es freut mich, dass Sie Ihrer Frau so viel zutrauen. Aber haben Sie auch eigene Pläne, um die Lahnstein-Bank aus der Krise zu führen? Selbstverständlich. Nach einer umfassenden Konsolidierung und Umstrukturierung geben wir dem geneigten Investor die Möglichkeit, demnächst an der hochprofitablen Energiesparte zu profitieren. Was gibt's? Hast du gewusst, dass Tanja und Ansgar gerade einer Journalistin von der Markt Europa ein Exklusivinterview geben? Nein. Die beiden ergehen sich in unerträglicher Selbstbeweihräucherung als neues Traumpaar. Ja, die Märchenstunde kann ich mir lebhaft vorstellen. Na, wenn's nur das wäre. Ansgar hat noch was von so einem Investmentpaket erzählt, für das er Großanleger gewinnen will. Weißt du da mehr? Als neuer CFO sollte ich das eigentlich. Dann hak mal besser bei ihm nach, was es damit auf sich hat. Bevor er noch mehr der Presse erzählt. Das werde ich tun, darauf kannst du dich verlassen. Bitteschön. Tja, geht so. Meinst du es echt? Klare Linie. Puristisch. Gut. Naja, vielleicht ein bisschen zu puristisch. Also, ich denke, es fehlt ein Farbtupfer. Kontraste. Mosch will Kontraste. Ja,
mal ein Detail. Wie wär's damit? Ich schätze deine Meinung, aber bitte verschon mich mit diesem bunten Zeug. Sehr hübsch. Das ergibt einen guten Aufmacher für meinen Artikel. Das Powerpaar wieder vereint auf dem Weg nach oben. Es fühlt sich auch gut an, einen Partner an der Seite zu haben, der die Kraft hat, die Lahnstein Enterprises wieder ganz an die Spitze zu bringen. Einen starken Partner. Und damit in Zukunft auch die Zahlen so sexy aussehen, unterstütze ich unser neues Dream Team ab sofort als CFO. Sebastian von Lahnstein. Das trifft sich ja gut. Sie drei arbeiten im Team. Also, Ihre Ex-Frau hat zwar schon gesagt, dass Ihre Scheidung ausgesprochen gütlich verlaufen ist, aber... Ja. Eine der gütlichsten Härtefallscheidungen, die der Richter je erlebt hat. Es ging uns vor allem darum, dass unsere Tochter nicht unter der Trennung leidet. Und wir wollen freundschaftlich und konstruktiv zusammen weiterarbeiten. Können Sie sich dann vielleicht noch ein paar Minuten für mich Zeit nehmen? Einfach für ein paar ergänzende Fragen. Ein andermal. Für heute möchte ich unserem neuen Powerpaar die Show nicht stehlen. Schade. Es hat mich trotzdem sehr gefreut. Ja, mich auch. Ach, und wenn ich es mir recht überlege, so ein klein bisschen Zeit für ein Interview habe ich, glaube ich, doch noch. Schön. Im Salon? Gern. Sehr beeindruckend, wie du alles im Griff hast. As I stand in this maze, I'm feeling very naked, like a wolf in a cage. I start to celebrate the one thing I can't taste. I can't taste anymore. Planning how to rise out of this pile of ashes, but I'm heavy. I'm no phoenix. I'm tied up with sadness. It's a game with a ghost that won't go away. Sag mal, willst du lange machen? Was? Nein. Super, prima. Martha, zeigst du mir bitte das Protokoll von dem Fitting, was wir gerade hatten? Ja, Wir haben uns doch Alternativen aufgeschrieben zu den Stoffmustern. ich glaube nicht, aber das steht alles hier drin. Okay, hol mir mal die letzten 3, von denen wir gesprochen haben. Die 3 Stoffmuster aus dem Stofflager. Jetzt. Wann dann? Morgen. Wir gehen ja eh noch mal alles im Detail durch. Ich kann gerne eine Stunde früher kommen, aber jetzt kann ich nicht. Ich habe jetzt Feierabend. Wieso brechen die ausgerechnet bei uns ein? Der Fernseher ist weg. Und die Anlage? Die ganzen CDs? Mann, was ist noch alles weg? Das Silberbesteck, ein paar handliche Elektrosachen. Das Silberbesteck? Das haben wir zur Hochzeit gekriegt. Martha hat hier schon alles aufgeräumt. Es muss schlimm ausgesehen haben. Ich weiß es auch nicht. Ach, guck mal hier, die Arschlöcher. Fernbedienung haben sie dagelassen. Guck doch einfach in Ruhe morgen, was noch fehlt. Es tut mir leid, dass ich dich damit jetzt überfalle. Aber Ja, ist schon gut so. Im Krankenhaus hätte ich da auch keinen Kopf für gehabt. ja, doch. Mensch, danke für die SMS. Ich bin komplett durch den Wind. Ich krieg nichts auf die Reihe. Was ist denn jetzt wirklich alles gut? Ja. Und das habe ich dir zu verdanken. Mensch, Glückwunsch. Wenn du Viktoria nicht ins Krankenhaus gefahren hättest, da hätte echt Schlimmeres passieren können. Ist okay. Nein, ich meine das ernst. Du hast meinem Sohn das Leben gerettet. Ich würde normalerweise sagen, gern, aber ich brauche sowas nicht noch mal haben. Wie heißt er? Wie sieht er aus? Was? Hier, guck mal. Foto gemacht. Ach Gott, ist der süß? Oh Gott. Tommy. Tommy. Mit Jacqueline. Ja? Darf ich? Kommen Sie rein, Dr. Mendes. Die Kollegin Schöndahl meinte, dass Sie und der Kleine jetzt stabil sind. Da wollte ich gratulieren. Danke, das ist nett. Na, wie geht's dir, kleiner Mann? Hm? Sagen Sie, könnten Sie Tommy vielleicht noch mal untersuchen? Ich finde, er atmet irgendwie so flach. Also alle sagen zwar, dass ich total nervös bin, aber
Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt da mit ihm nicht. Ich werde mal nachsehen. Ich bin gleich wieder zurück. Was ist denn mit ihm? Dr. Mendes! So. Was ist das eigentlich für eine? Auf Tommy! Auf Tommy. So. Ich muss mal dringend unter die Dusche. Und dann bringe ich unserem kleinen Wölfchen und seiner Mama die Willkommensgeschenke. Ja. Falls die Einbrecher den nicht auch eingesackt haben. Ach du Schande! Was sind für Einbrecher? Erkläre ich dir später. Alles noch da. Ein Glück. Oh. Glaubst du nicht, Mama und mein kleiner Bruder sollten sich mal ausschlafen? Wieso das denn? Also, der Tommy ist doch wohlauf. Alles gut. Ganz im Gegensatz zu seiner Mama. Die macht sich jetzt schon wieder Sorgen, dass dem Kleinen irgendwas fehlen könnte. Der ist ja auch über einen Monat zu früh gekommen. Ja, aber er ist kerngesund. Er ist kerngesund. Alles gut. Untertemperatur und Zyanose der Mundschleimhaut. Was ist denn mit Tommy? Einen Moment Geduld, bitte, Frau Wolf. Wir brauchen sofort ein Blutbild und sollten eine Kultur anlegen. Es kann sein, dass Ihr Sohn eine Infektion hat. Wir machen jetzt ein paar Tests und ich sage ihm Bescheid, sobald ich mehr weiß. Ja, aber was denn für eine Infektion? Hallo? Graf von Lahnstein, ich bin weder blind noch blöd. Es war gerade nicht zu übersehen, dass Sie kein gutes Verhältnis zu Ihrer Ex-Frau haben. Selbst wenn, ein renommiertes Wirtschaftsmagazin wie Markt Europa kann doch kein Interesse daran haben, einen Klatsch- und Tratschbericht über unser Privatleben zu bringen, nicht wahr? Ihre privaten Reibereien können Auswirkungen auf die Lahnstein Enterprises haben. Seien Sie versichert, dass wir Privates und Geschäftliches sehr gut zu trennen wissen. Und warum waren dann Ansgar von Lahnstein und Ihre Ex-Frau wegen unseres Extra-Interviews dann so nervös? Waren Sie da? Und genau das war Ihre Absicht. Sie wollten den beiden einen Schrecken einjagen. Und da frage ich mich natürlich, Herr Lahnstein, was steckt dahinter? Oh Mann, wenn ich mir vorstelle, was er dieser Journalistin jetzt alles erzählen wird. Also jedenfalls nichts über Powerpaare und Traumhochzeiten. Wenn du nicht so Publicity-geil gewesen wärst, hätten wir das Problem nicht. Also lass dir jetzt gefälligst was einfallen. Ich rufe beim Chefredakteur des Magazins an. Der wird nicht ein Wort drucken, das ich nicht autorisiert habe. Na klar. Hoffen wir mal, dass wenigstens ein Mann auf dich hört. Das wird er. Verlass dich drauf. Du meinst, so wie ich mich darauf verlassen konnte, dass du alles im Griff hast? Ganz ehrlich, Tanja, wie soll ich denn Investoren für Bergs Pipeline-Projekt finden, wenn wir jetzt auch noch schlechte Presse haben? Ich habe gerade gesagt, ich bring's in Ordnung, also nerv mich nicht. Sie kriegen Ihre Erklärung. Allerdings möchte ich dann später nichts in Ihrem Magazin davon lesen. Einverstanden? Muss ja wohl. Sie haben völlig recht. Ich wollte meine Ex-Frau nervös machen. Unsere Scheidung ist alles andere als freundschaftlich verlaufen. Und ganz so romantisch ist die Wiedervereinigung der beiden wohl auch nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich erkenne ein Dreamteam, bei der die Luft vor knisternder Erotik nur so brennt, wenn ich es sehe. Ach, und diese knisternde Erotik spüren Sie nicht? Sprechen wir noch von den beiden. Sie haben ein kleines Spiel mit mir gespielt, um Ihre Ex-Frau zu ärgern. Und jetzt frage ich mich, ob Sie auch noch andere Spiele spielen. Das eine oder andere? Was spielen Sie denn am liebsten?
Today's the day you won't catch me in bed, 'cause the sun says good morning with some bacon and eggs. And I'm out the house faster than a fire escape, 'cause today won't wait for me, no. I'm walking taller than I thought I could. I'm feeling proper like a three-piece suit. A distinguished gentleman who forgot his shoes. But I don't have a care in the world. I'll let tomorrow worry about itself. I got fresh air to breathe in. I got sunshine on my skin. So many places I've never been. Let's say today we face it. Bitte schön. Da ist viel Kohlensäure drin. Krieg ich immer so ein Aufstucksen. Jetzt lach nicht. Ich meine, ich mache das auch wegen dir. Und dann willst du neben jemandem sitzen, der so einen Dauerschluck auf hat. Na, wenn du jedes Mal so süß hochspringst, kann mir vorstellen, dass das ganz gut aussieht. Nee, bei dir sieht das total bescheuert aus. Na, vielen Dank. Nicht dafür. Stimmt. Was denn? Keine Küsse unter Zeugen? Das ist noch ganz schön neu für mich. Ich meine, wir gehen zusammen ins Bett und küssen uns hier so und haben trotzdem keine Beziehung. Neu, aber gut oder neu und komisch? Glaub mir, gefällt das. Sehr sogar. Mir auch. Nicht der schon wieder. Deshalb bist du mir weggelaufen. Ja. Ich habe mir die geänderten Entwürfe nochmal angeschaut. Irgendwas fehlt da. Aber du hast recht, wir schauen uns das morgen nochmal an. Du, ich kann auch morgen gerne eine Stunde früher kommen. Brauchst du nicht. Viel Spaß. Was meinst du, Sergej? Er hat gerade gesagt, ich habe recht, oder? Mhm. Revanche? Einmal wie immer. Was? Wo ist denn Tommy? Sie haben ihn weggebracht zur Untersuchung. Wegen irgendeiner Infektion. Die Schwester sagte, wir sollen auf Dr. Schöndahl warten, die weiß dann alles. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt alles schon her ist. Was denn für eine Infektion? Ich weiß es auch nicht. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Was ist mit unserem Sohn? Es besteht der Verdacht, dass Ihr Sohn eine Neugeborenen-Sepsis hat. Sepsis, das ist eine Blutvergiftung, oder? Ja, bis wir die Laborwerte haben, bekommt Tommy eine Infusion mit einem Breitbandantibiotikum. Wie kann es denn sein, dass sich unser Sohn hier eine Blutvergiftung einfängt? Eine Neugeborenen-Sepsis kann immer vorkommen. Die Symptome, die treten so schnell auf, das kann man gar nicht vorhersehen. Wie geht's Tommy denn? Ja, wir hoffen, dass er auf das Antibiotikum anspricht. Wie schlimm ist es denn? Sein Zustand ist sehr kritisch. Wir tun, was wir können. Tanja von Lahnstein hier. Spreche ich mit dem Chefredakteur der Markt Europa? Sehr gut. Es geht um diese Lahnstein-Story von Patricia Rosen.
Frau Rosen ist noch gar nicht wieder da. Ah, kann man nichts dran machen. Nur eins vorab. Sollten Sie diese Story ohne meine ausdrückliche Genehmigung bringen, sind Sie die längste Zeit Chefredakteur gewesen. Justus? Kann es sein, dass diese Reporterin hier noch unbeaufsichtigt durchs Schloss streunt? Selbstverständlich streunt niemand unbeaufsichtigt durch das Schloss. Frau Rosen ist bei Graf Sebastian. In seiner Suite? Sehr wohl, für ein Interview. Ich habe den Herrschaften soeben 2 Kaffee serviert. Und wo ist Emma? Bei Frau Linse? Du bist auch auf den Antischluckauftrag gekommen, oder? Ich mag den Sound. Magst du auch noch eine Runde? Nee, stopp. Die geht auf mich. Was denn? Was läuft da eigentlich zwischen euch? Verarsch sie nicht. Ich hab den Deckel vergessen. Ist da irgendwas? Wegen den Entwürfen? Wir mussten nur was klären. Du hast mich verstanden. Nein, sag's noch mal. Sag mal, ist was? Nein. Macht auf Beschützer. Du willst dem Papa noch mal gute Nacht sagen? Ich glaube, der hat Besuch, aber das ist eine gar nicht nette Frau und der ist bestimmt froh, wenn er sie los ist. Willst du nur mal schnell sagen, dass du eine gute Nachtgeschichte hast? Ja, gut. Komm, dann gehen wir noch mal rein. So. Und? Wir haben die genauen Laborwerte noch nicht, aber sobald wir die haben, können wir gezielter vorgehen. Wieso dauert denn das so lange? Blut und Urin müssen auf die unterschiedlichsten Erreger sehr genau untersucht werden. Aber dieses Antibiotikum, was Tommy bekommt, das müsste doch jetzt schon wirken. Ja, aber so ein Breitbandantibiotikum ist sehr belastend für den Organismus. Je gezielter wir vorgehen können, umso besser. Aber wenn Sie den Erreger gefunden haben, dann ist alles wieder gut, oder? Das hoffen wir. Wie Sie hoffen? Wenn Tommy auf die Medikamente anspricht, stehen seine Chancen nicht schlecht. Nicht schlecht? Kein Grund zur Panik, aber Sie wollten doch, dass ich offen mit Ihnen bin. Also muss ich auch über die Risiken sprechen. Eine Sepsis ist eine sehr ernsthafte Erkrankung. Erst recht für ein Frühchen, dessen Organismus noch so fragil ist. Tommy könnte also sterben. Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Deswegen gehe ich jetzt auch wieder zu Tommy. Ich will zu meinem Sohn. Thomas. Störe ich? Scheiße. Was haben wir hier zu suchen? Emma konnte nicht schlafen. Sie wollte, dass du sie ins Bett bringst. Ich konnte nicht ahnen, dass du anderweitig beschäftigt bist und keine Zeit hast. Wo ist Emma jetzt? Bei der Nanny. Konnte ihr schlecht diesen Anblick zumuten. Hättest du vielleicht mal anklopfen können? Er schuldet dir Geld. Du besorgst ihm einen Job. Und jetzt gehen wir miteinander aus. Was ist daran so schlimm? Was bekommst du?
Ich mache mir Sorgen um meinen Assistent. 12:30. Danke, aber das ist nicht dein Problem. Stimmt. Macht, was ihr wollt. Werdet glücklich. Das haben wir vor. Sag mal, spinnt er jetzt komplett? Ich dachte, ihr hättet das mit dieser Falschaussage geklärt. Haben wir auch. Anscheinend nicht, sonst wäre ja wohl nicht so komisch. Du verstehst es wirklich nicht, oder? Der Typ ist eifersüchtig. Danke. Und morgen lese ich dir wieder was vor, okay? Jetzt schlaf schön, mein Schatz. Bringen Sie einmal ins Bett. Ich sehe nachher noch mal rein. Dass du die Kleine mit reinziehst, hätte ich selbst dir nicht zugetraut. Ich konnte ja wohl schlecht ahnen, was du hier treibst. Und wenn du ungestört vögeln willst, Sebastian, dann schließ gefälligst die Tür ab. Ich gehe dann mal. Gute Idee. Vergessen Sie nicht, mir den Bericht vorzulegen, bevor Sie ihn veröffentlichen. Natürlich nicht. Ich entschuldige mich für den ganzen Zirkus hier. Wir telefonieren, ja? Wenn du eifersüchtig bist, okay. Aber musst du unser Kind dafür benutzen? Erstens, ich bin nicht eifersüchtig. Zweitens, ich habe sie nicht benutzt. Du bist ihr Vater. Und du vögelst diese Schlampe ausgerechnet in ihrem Zuhause? Ach, meinst du, es würde sie weniger traumatisieren, wenn sie wüsste, dass du mit ihrem Onkel vögelst? Ich schlaf nicht mit Ansgar. Nicht, dass es dich irgendwas angehen würde, Sebastian. Ich bringe Emma ins Bett. Wir möchten zahlen, bitte. Oder willst du noch ein bisschen weiter blubbern? Hast du gerade was gesagt? Sorry. Du denkst an Juri, oder? Nein. Ich meine nur, wie kommst du auf diese absurde Idee, dass er eifersüchtig sein könnte? Das ist totaler Quatsch, wirklich. Wieso denn? Du bist eine klasse Frau. Und Männer merken, dass die Eier fehlen erst, wenn das Nest leer ist. Was? Ist das ein altes kroatisches Sprichwort oder was? Nein, ein echter Vukovic. Ja, du bist ein großartiger Poet, wirklich. Aber nee, du, das mit Juri, das ist wirklich totaler Blödsinn. Er hat mir mehr als einmal deutlich gemacht, dass er nichts von mir will. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. Stimmt so. Danke. Hey. Danke. Zu mir oder zu dir? Oder willst du heute Abend allein nach Hause? Das auf keinen Fall.
Gut. Und? Was hast du ihr beim Vögeln für schmutzige Details über unsere Familie erzählt? Gar keine. Ich habe kein Interesse daran, der Firma oder der Familie zu schaden. Schon gar nicht mit privaten Details. Es wäre unter meiner Würde, falls du die Bedeutung des Wortes kennst. Als würdest du dir eine Gelegenheit entgehen lassen, Ansgar oder mir zu schaden. Du glaubst gar nicht, wie egal mir eure Show ist. Weißt du, was ich glaube? Du hast dieses Presseflittchen ins Bett gezerrt, weil du rasend bist vor Eifersucht. Tanja, Patricia ist eine attraktive Frau. Die hat mit mir geflirtet, das hat mir gefallen, der Sex mit ihr hat mir gefallen. Und jetzt stell dir nur mal vor, ich musste währenddessen kein einziges Mal an dich denken. Erzähl mir nicht, dass ich dir egal bin. Im Gegensatz zu dir habe ich das auch nie geleugnet. Aber ich hatte heute zum ersten Mal dieses Gefühl, dass ich schon sehr bald so weit bin. Tanja, du spielst in meinem Leben keine Rolle mehr. Und weißt du was? Das fühlt sich gut an. Was ist mit Tommy? Ich durfte nicht mal zu ihm. Er liegt da, ganz allein und hängt an irgendwelchen Schläuchen und kämpft um sein Leben. Der kleine Kerl. Oh, bitte halt mich fest. Thomas. Du denkst, wenn ich nicht nach Hamburg gefahren wäre, dann hätte ich diese Frühgeburt nicht gehabt, oder? Dann wäre Tommy nicht so klein und schwach auf die Welt gekommen. Du gibst mir die Schuld, dass er vielleicht sterben könnte.